Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Ingas Color Art. Wie ihr seht, habe ich mir schon eine Leinwand vorbereitet, die mit 2 Farben angemalt wird. Und zwar habe ich mich für das Hellblau und das Türkisgrün entschieden. Und diese beiden Farben werden auf der Leinwand mit dem Pinsel vermalt. Dabei ist es nicht wichtig, wie das letzten Endes aussieht, aber es sollte flächendeckend sein. Und bevor ich gleich weitermalen kann, föhne ich erstmal die Hintergrundfarbe trocken. Für dieses Video habe ich mir auch noch neue Farben besorgt, denn ich hatte bislang kaum Brauntöne bei mir in der Farbpalette. Und das ist jetzt Novum, was die Rakeltechnik angeht. Denn ich habe heute vor, etwas ganz Bestimmtes zu malen. Also mein Bild hat ein Thema und deshalb trage ich auch die Farbschichten nicht so satt auf die Glättekelle auf, sondern die Schicht bleibt am Anfang und auch zwischendrin relativ dünn. Und ich trage jetzt hier ein Rotbraun auf. Vielleicht habt ihr ja schon eine Idee, worauf es hinauslaufen wird. In den Kommentaren wurde auch öfter danach gefragt, ob ich mein Rakelwerkzeug nach jeder Schicht säubere. Wie ihr seht, wenn ich in der gleichen Farbe bleibe, dann meistens nicht. Und manchmal, wenn ich Farbeffekte erzielen möchte, dann säubere ich es auch nicht. Also das ist ganz individuell in dem Augenblick, welche Schicht ich auf der Leinwand habe und was ich als nächstes erzielen möchte. Jetzt habe ich mir einen kleinen Holzpin genommen und kratze ein paar Linien in die noch nasse Farbe. Denn dieses Bild soll heute etwas Besonderes werden. Die nächste Schicht mache ich mit Titan Buff Hell und ich verwende diese Farbe immer dann, wenn mir Weiß als Farbe zu hart erscheint. Und Titan Buff Hell ist einfach weicher und vermischt sich auch schöner mit der bereits darunter liegenden Farbschicht. Und hier sind jetzt auch wieder die ersten Schlieren zu sehen. Aber grundsätzlich ist der Farbauftrag dünner und ich möchte nämlich hinterher von dem anfangs hellblau, türkisgrün noch relativ viel sehen. Und der ein oder andere hat es ja wahrscheinlich schon an der Überschrift gelesen, denn ich möchte heute ein Bild in Rostoptik herstellen und werde dafür verschiedene Farben benutzen, um diesem Rosteffekt, der auf Metallen auftreten kann, möglichst nahe zu kommen. Und deshalb wird auch zwischendurch einfach mit dem Tortenmesser ein paar Linien in die noch nasse Farbe geritzt, um so den etwas antiken, abgegriffenen Effekt auf diese Leinwand zu bringen. Und ganz wichtig ist es dabei, dass ich bei dieser Art von Rakelbild immer wieder die Schichten föhne, damit die Linien, die ich jetzt hineingekratzt habe, möglichst erhalten bleiben bzw. noch etwas in die nächsten Schichten übertragen werden. So ist eben der Umgang mit diesem Bild ein ganz anderer als mit den anderen Rakelbildern. Um den Rosteffekt weiterhin zu unterstützen, greife ich jetzt nochmal zu einem dunkleren Braun und zwar ist das gebrannte Umbra. Und das ergänzt natürlich das bisherige gebrannte Sienna sehr gut, weil jetzt die helle Farbe tiefer liegt als die dunkle Farbe. Und ich finde, dass Braun und Türkis, Grün, Blau echt hervorragend zusammenpassen. Wenn ihr genau hinguckt, dann sind tatsächlich die Linien, die ich vorhin mit dem Holzstäbchen gemacht habe, immer noch zu erkennen und sie drücken sich sozusagen in die oberen Schichten durch. Und darauf hatte ich, wenn ich ehrlich bin, gehofft, dass die also nach wie vor stückchenweise zu sehen sind, so als wäre das Metall beschädigt, so als wäre das Metall an dieser Stelle beschädigt. Sowas kommt dann auch mal vor, dass ich nämlich mit einem ganz langen Löffel noch ein bisschen Farbe aus der Flasche angel, denn ich hatte zwar die verschiedenen Brauntöne bestellt, weil ich die ja nicht habe dabei aber übersehen, dass das Türkisblau schon fast alle ist. Aber wie ihr seht, ich kann trotzdem noch ein bisschen mit dem Türkisblau auf meiner Leinwand malen.
Auch hier zeigt sich, dass die dünner aufgetragenen Farbschichten auf dem Rakelwerkzeug die anderen Farbschichten auf der Leinwand noch weiter durchschimmern lassen. Also die Flächen, die noch offen sind, sind viel größer als bei meinen bisherigen gezeigten Rakelbildern. Eins darf bei meinem Rosteffekt, dem Abstrakten, natürlich nicht fehlen. Ich habe zwei verschiedene Metallic-Farben. Ich habe einmal Bronze und ich habe einmal Kupfer. Und Kupfer ist die interessantere Farbe von beiden. Sie ist rötlicher und deshalb habe ich mich für den Einsatz von Kupfer entschieden. Und auch das Kupfer trage ich relativ partiell auf. Jetzt benutze ich mein Rakelwerkzeug gleichzeitig, um ein Stückchen Farbe aufzutragen, und dann stelle ich es schräg, das heißt, die Kante wird in die Leinwand gedrückt und damit nehme ich wieder stückchenweise die Farbe ab. Ich ritze also kleine Macken in das im Moment entstehende Bild und die sind nicht so auffällig wie die großen Sachen, die ich vorhin hineingeritzt habe, aber sie geben dem ganzen Bild diese Lebendigkeit, die, ich sag mal, Rostmetalle so ausstrahlen. Ich werde jetzt mutiger. Ich stelle das Rakelwerkzeug tatsächlich sehr steil und ritze Stück für Stück Linien in die noch nasse Leinwand. Jetzt trage ich tatsächlich ein bisschen dunkles Grün-Blau auf mein nicht gesäubertes Rakelwerkzeug auf, aber ich setze das Rakelwerkzeug nur ganz vorsichtig auf der Leinwand auf und deshalb seht ihr, dass einige Akzente jetzt auf die Leinwand gebracht werden und ich verwende gleich im Anschluss noch eine andere Farbe, sodass das Blau wieder ein Stückchen zurückgenommen wird. Auch jetzt werden mit dem hellen Ockerton nur noch einzelne Akzente gesetzt, weil mir das Bild soweit schon sehr gut gefällt und ich auf gar keinen Fall möchte, dass die unteren Schichten zugedeckt werden. Mit dieser Farbe wiederhole ich die Farbschicht aus der ersten Schicht und danach gehe ich direkt mit dem gebrannten Umbra nochmal über die verschiedenen Farben, um das ganze Bild noch ein bisschen abzumildern. Was ich so schön finde, ist dieser Patina-Effekt, der sich auch mit ein bisschen Grün einstellt und deshalb gebe ich etwas von dem Anfangstürkis in diese braune Farbe und dadurch entsteht ein leichter, patinahafter Grünton. Jetzt kommt wieder der Kameraflug über das noch leicht nasse Rakelbild. Ihr seht, wie schön die Schichten noch zu sehen sind. Ihr könnt bis auf die Hintergrundbemalung hinunter gucken.
Ihr könnt die einzelnen Rostschichten sehen. Ihr seht die Patinaschicht, die ich vorhin noch oben aufgesetzt habe, das Grün mit dem Braun zusammen vermischt, ein paar Blautöne und auf jeden Fall schimmert an dieser wunderbaren Stelle auch noch der Metallic-Farbton Kupfer hindurch. Und es ist ganz wunderbar. Dieses Kupfer ist an einer Stelle deutlicher hervorgehoben und an anderen Stellen taucht es nur noch ganz leicht auf und das gibt diesem Bild also nochmal einen ganz individuellen Charakter. Ich danke dir fürs Zusehen, ich danke dir fürs Zuhören. Du darfst mir selbstverständlich gerne ein Like geben. Konstruktive Kritik in den Kommentaren oder dass es dir gefällt, ist herzlich gerne willkommen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Hab noch einen schönen Tag.